Ja, ich weiß. Das neue Headset. Man hat sich kurz gehört, okay? Ja, keine Ahnung, das Ding spinnt wieder. Momentan spinnt alles bei mir. Laptop spinnt, das spinnt. Yo, Schatz, ich bin da. Da haust du direkt rein. Aber Jelly, wenn es meine Freundin sieht, nicht, dass ich auf die Ohren krieg. Ja, denke ich nicht. Yo, was geht, Julian? Justin007 gewinnt heute Viel. Mal gucken. Also ich gehe aber davon aus, dass es eine Titelverteidigung gibt. Ich denke, dass Strowman hier den Titel holt. Also behalten, das heißt heute behalten wird. Es war mir klar, dass das Ding nicht wieder reagiert. Okay, gut. Ja, um 1 Uhr geht's los. Wir haben jetzt noch eine Stunde Kickoff dann vor uns. Und dann geht's los. Jetzt muss ich hier gucken. Machst du durch? Nee, ich mach nicht durch. Ich denke, danach gehe ich pennen. Ja? Ja? Musst du schicken. Der ist geil, ich froh. Das ist doch Live-Chat gestellt, oder nicht? Ja, Seki, kannst du? Dominik gegen Mysterio, was denkst du? Oh, das ist... Ich denke... dieses Match ist schwer zu beschreiben. Ich nehme mir Hase. Ja, wie gesagt, Kickoff um 1, also 0 Uhr. Ja, leider. Ja, Fanta, dann musst du WWE Network haben, oder? Es gibt so illegale Seiten, wo du das auf jeden Fall... Ja, Rollins gewinnt. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Triple-Sieger, ja, die Bayern, die haben den Triple geholt. Ich hab das Spiel gesehen. Erste 15 Minuten hat den Bayern gehört, da haben richtig Druck gemacht. Dann, aber ist ja jetzt egal. Ja, Bayern hat am Anfang auch sehr viel Druck gemacht. Gut, und dir, Jenny? Boah, ich freue mich schon. Da will ich jetzt schon gucken. Ja, natürlich, mir geht's gut. Was? Ja, also eigentlich nicht, also alles beim Alten. Jenny. Alles beim Alten. Ja, außer halt, ich bin frisch in einer Beziehung drin, so. Ja, es ist frisch, das ist schon ein Monat. Ja.
Was hast du gemacht? Ach, Sian. Ja, was geht's, okay? Guckst du überhaupt heute oder nicht? Aber du machst doch jetzt nicht die Nacht durch und dann gehst du zur Schule. Ja, so ist es, Jenny. Ich verstehe das nicht. Ich habe so viel Ladekabel für Handys, aber das passt nicht, Alter. Mein Laptop spinnt, Alter. Den muss ich gegen die Wand schmeißen. Ich kaufe mir nie wieder ein MacBook. Nie wieder mehr, Alter. Dann soll sich Apple... Ich kaufe nie wieder was von Apple. Ist... Keine Ahnung, Alter. Der MacBook, der fuckt mich ab. Der kommt gleich wieder. Der hat Internetprobleme. Siki. Okay, bis noch da. Also Leute, wundert euch nicht. Bedeutet, wir reden über Discord. Wer Discord hat und guckt zu, könnt auch gerne gerne auf den Discord-Server hinzukommen. Der verarscht mich doch. Ja, was heißt... Ja, aber Führerschein ist ein bisschen wichtiger, so. Weißt du, was ich meine? Ohne Führerschein geht nix. Jenny. Der arme Kai Sicke. Einfach. Achso, der Lebeführerschein, ja. Ist wichtig. Der Führerschein ist wichtig für mich. Noch 5 Minuten. Also wie gesagt, ihr könnt gerne bei Discord vorbeikommen, wenn ihr es guckt und mit uns reden. Ja, alle einfach rein. Ja, mal gespannt, wie Payback wird. Aber ich denke, das wird ein Raw-Pay-Per-View so. No Raw, was ist das? So schwul. Ich warte jetzt. Nur 2 Zuschauer. Mann, es ist SummerSlam, Alter. Bei WrestleMania, da hat schon die 50 Zuschauer am Start. Die gucken alle kein Wrestling mehr, die sind alle zu All Elite Wrestling gegangen. Aber die haben auch guten... Es ist auch super, was All Elite macht, ja. Muss man sagen. Das muss man schon echt sagen, Alter. Da sind wir, können wir da schon ein bisschen neidisch sein. Okay. Ja, war ich jetzt ein Ammer,
Network. Hallo, hört ihr mich noch? Nur Angst, dass immer halt das Ding ausgeht. Hier der... Also mein Headset. Über Handy. Was geht denn? Willkommen im Stream, Digga. Also wenn du Bock hast, kannst du auch gerne am Discord vorbeikommen und mit uns WWE gucken. Dank dir, Digga, auf jeden Fall. Für dein Like. Ich weiß nicht. Was geht, Luca? Willkommen im Stream. Ja, noch eine. Dauert noch. Ich will jetzt SummerSlam gucken. Egal, wir machen einfach Timeline an. The NetSpin prepaid card helps you keep your finances phenomenal. This prepaid card will be your new tag team card. There's no cost to activate. No credit checks required. No interest payments. Because it's not a credit card. Oh, hey, Rose. Charlotte Flair, I'm gonna hang you up. Cricket covers over 99% of Americans, and I'm here to cover. Are you wearing my robe? Hashtag Senpai. Was geht? Willkommen im Stream. Endlich geht's los, die Kickoff. Und danke für den Abo, für derjenige, der mich gerade abonniert hat. So, jetzt geht's los mit der Kickoff. Ladies and gentlemen, tonight we have so much in store for you, you'll never see it coming. The stakes are high and the competition is next level as we count down the minutes to SummerSlam. And it's all going down inside the WWE Thunderdome. We got 6 championships up for grabs, and that is not all. Also reputations on the line. In one case, a career also on the line. Hello everyone, welcome on into the SummerSlam Kickoff Show. I'm Charlie Caruso, and joining me, we have this beautiful crew surrounding me right here at this glass desk that I'm so very excited to introduce. Right here to my right, he's a 2-time WWE Renee Young ist noch da. Mr. Booker T. Hey, I just want to say it feels good, guys, to be Die hat doch ihren Vertrag aufgelöst. Die hat doch schon gesagt, dass sie WWE verlässt. And this lady right here, Doch. look, she has really paved the way for so many women in WWE. I would like to also say that includes myself. She was the first female commentator in WWE history. She also is a killer
in the kitchen. You've seen her on IG. She has a Ich denke dass sie da Richtung All Elite geht. Weil ihr Mann ist ja bei All Elite, die wird mit. WWE and I need no other place in here at SummerSlam with this beautiful panel in the Thunderdome. Aber die haben das schon geil gemacht, die Arena. Okay, look, it's 2020. Things have gone none of our ways, including you, unfortunately, because you were supposed to already. Wie findest du das mit dem Ding? Also ich finde es mit dem Thunderdome finde ich eigentlich schon geil. JBL. Da nicht immer das kleine Performance Center. Ich meine, so ist eigentlich ganz okay. Ich meine vielleicht mit den Fans vielleicht so ein schwarzer Hintergrund, dass es ein bisschen realistisch aussieht, aber so eigentlich. Well, I'm going to Sieht's tell gut you who aus. this guy is to your left. Okay, you can find him a few different places. He is a man that wears many hats. You can find him on Hot 97. You can find him on ESPN Radio. His name, JBL, is Peter You Rosenberg. can also find him on the block list of Jerry Law. For the record, Hall of Famer, icon who paved the way, Radio Schlump Peter. Ich hab das immer so laut. Happy to be here. Weil die Zuschauer das sie doch im Stream was hören. Okay, guys, we are here inside the WWE Thunderdome. Obviously, all of our fans, the WWE Universe, can't be here with us in person. But there is some good news. There is still one place all of you can catch. Ich hoffe bloß, dass das Internet nicht abkackt, That, Alter. of course, being on the WWE Network. So right now, Ist schon abgekackt im Stream. 2-3 Mal. because that is the only place that will repeat. You will be able to watch SummerSlam and also next Nee. pay-per-view. Immer um 3 Now we have so many ja, geht das Ding weg. Bedeutet Zwangstrennung. Können wir es sehen? Nee, leider nicht. Rechtliche Gründe, also wegen den rechtlichen Sachen geht's nicht. Well, you know what's a busy night tonight? Asuka. It starts off with a SmackDown Women's Du kannst auch Championship. schreiben. Asuka against Bayley, the champion. But that's not the end for Asuka. Because after that, she has a Raw Women's Alles Championship eigentlich. match against the champion, Sasha Banks. We're gonna see Asuka all the belts. Mark my words. Nein, nein, ich sag nichts in den Stream. Ich würde, sie können, And now the loser must leave WWE forever. In a drama Mach. guiding light where as the world turns, there's poisoning, there's mischief, there's misunderstanding, and guess what? There's a Raw tag team ich riskiere kein Banding. and on Friday and Angel Garza with Selena Vega. Oh, we love the drama here in WWE. Tonight, Dominic Mysterio looks to punish the Monday Night Messiah Seth Rollins for what he did to his father Ray at Extreme. Ja, man, kein Problem. Ja, man, fürs deutsche Universum muss man doch ein bisschen auch schon Live-Reaction machen. Seth is ready to deliver a beatdown in Dominic's first ever Oh WWE Mann, match. ich denke, ich mach mal gleich dann ein Level up, wenn die Hauptshow anfängt. The US Championship match. Bobby Lashley jumped that Wenn mehrere da sind, machen wir wieder defending against und dann ein Matchcard. live right here on the SummerSlam kickoff. And finally, tonight's destruction will be other. Ich bin aber auch nicht so fit heute. aber- Champion, the monster Braun Strowman goes up against the Fiend Bray Wyatt in a Falls Count Anywhere match where all hell will surely Das hört man break nicht. loose. Firefly Theater presents Braun. Braun mit Alexa. Love is a way to trick you into an emotional and physical hurt. You know you've always wanted to be together. Follow me, Braun. Ja, also ich mach's eigentlich immer bei der WWE. Also ich habe seit WrestleMania 36 habe ich angefangen, darauf Live-Reaction zu machen. So, ja. He wants something that Braun has. And until he gets what he wants, none of you are safe. Love can make the most glorious angel crashing down with broken wings. Ja klar, kannst du gern machen. Dennis. Was hat was mit Alexa Bliss? Playing with my emotions would work.
All I care about is destroying you. Ich glaube, die wissen einfach nichts anzustellen momentan mit Epic. Ich glaube, das ist deswegen eingeschlossen, die Epic als der Epic rumfliegen. Und ich denke, ich weiß, ich verstehe das einfach nicht, Alter. Hoppe, was geht? Willkommen im Stream. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt mitzureden beim Schauen, also einfach bei uns in den Discord kommen und mitdiskutieren und Spaß haben. Hast du Insta? Ja, hab ich. Ausrufezeichen und Insta in den Chat und dann wirst du automatisch dann auf die Seite. Bin mal kurz hier, hab noch ein paar alles. Dann weiß ich Bescheid, Martin. Boah, das ist eine gute Frage. Senpai. Also generell immer, so die normalen Zuschauer sind besser, aber ich bin mal gespannt. Ich hab Smackdown geguckt gestern, war okay. Ich meine, besser wie jetzt im Performance Center rumzocken und nichts zu machen da, und ist halt besser wie im Performance Center, und wenn das vielleicht so ein bisschen anschlägt, ist auch gut, wenn nicht, hat WWE es halt versucht. Und dann kam der Viel. Okay, aber normal auf den Link, also wenn ich drauf komme, komme ich auf meinen Link. Viel Spaß noch beim Gucken, dank dir, Martin, und dir natürlich auch. We have done that in beautiful fashion. Okay, Booker, I want to start with you here. You know, we have known the Fiend, Bray Wyatt, to really manipulate and get inside his opponent's head. Now, in this case, we've seen the monster Braun Strowman also do the same, kind of flipping the script on the Fiend. How do you think this might have thrown the Fiend off his game? I think it threw him off just a little bit. The thing is, who knows Bray Wyatt best? Braun Strowman. He's not going to be tricked up by anything. He's a guy that can go blow for blow with Bray Wyatt, the Fiend, or whoever. And at the end of the day, man, I think Bray Wyatt actually has the upper hand in a situation like this. I don't know what you think. Well, you got to think of somebody, like you talk about the mental aspect of things. I mean, obviously Braun Strowman can now match Bray Wyatt there, but then you look at the physical aspect of this. I mean, I think Bray Wyatt. Randy muss gewinnen. Randy wird gewinnen. Das ist ein Muss, wenn der das nicht macht, dann... Ja. Kennst du Martin Guerrero? Ja, ich kenne den. Guter YouTuber. Wie Spotfight Wrestling auf jeden Fall. Who knows what happens? And that's essentially what the circumstance is here. He has taken, Braun has said, I'm going to out-fiend the Fiend. I think that's the only mindset you can get into, right? I mean, what other game plan could you possibly come up with in this scenario? Ist der Kind noch da? Okay. Hast du den Link, gell, das Ding, wo ich dir geschickt habe? Machst du selber Wrestling? Ja. Okay, über was schaust du? Ich schaue über Amazon Fire TV Stick, bedeutet WWE Network. Machst du selber Wrestling? Nein, mach ich nicht. Ich gucke ja lieber. Zelina, first.
Charlie Caruso? Oh. She's hosting the SummerSlam kickoff panel. So what am I doing with this? Well, it would be a shame for a beautiful rose to go to waste. Don't you have a question that you want to ask? Ja, ich bin auch Fußballfan. Yes, Zelina, Ich bin before we Kaiserslautern discuss your Associates Raw Tag Team title match later tonight, Also do you have a comment ganz about the gechillt accusation halt. that you poisoned Montez Ford? Listen, bootleg Charlie. There's more important things going on right now. Like the fact that my clients have a Raw Tag Team title match. Very important. I didn't poison Montez Ford, but even if I did, which I didn't, but even if I did, it wouldn't matter. Because he's 100% fine now. I mean, people are blowing his whole little tummy ache way out of proportion. King FCK und was bist du Lauter oder bist du 60 München Fan? But besides that, people want to keep playing the blame game. Let's look at Bianca Belair, huh? She attacked me, an innocent bystander. I'm innocent. So, the WWE Universe is poisoned actually by the street. Boah, ich finde, Seppa, ich finde es viel zu früh, bin ich dir ehrlich. Ich hätte ihn nicht bei Ding, sein erstes, ist ja eigentlich sozusagen sein erstes Match. Also für mich das ist definitiv viel zu früh. Ich hätte ihn vielleicht bei SmackDown einsetzen, bei Raw einsetzen können, dann im Tag Team Match vielleicht. Ja. 860 HFCK-Freunde. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen komisch alles momentan. Aber ich habe viele 60er-Freunde, so ist es nicht. Also, wenn ich halt einmal nach München fahre, ins Grünwalder Stadion, und da hockt man sich schon mal gern, wenn man keine Auswärtskarte mehr bekommt, also für den Gästenblock, kommt man sich schon mal gern bei den 60ern rein. Also so ist es nicht. Ich meine, bei uns auch in der Westkurve hocken viele 60er, von daher passt es schon. Ne? Kannst du, ich könnte die Kickoff zeigen, aber ich habe jetzt keinen Bock, die Kamera zu wenden, weil dann seht ihr nur das Bild, wo ich bin. Aber das könnt ihr natürlich auch bei WWE auf dem Ding gucken, YouTube-Kanal, da läuft die Kickoff. I would argue that 2020 has been a very strange year, but 2020 has been working in the favor of one man, as we saw on Friday Night SmackDown. Was glaubst du bei WWE? Ja, ich hoffe natürlich, dass Randy Orton WWE Champion wird, was mein Lieblingswrestler ist. Ja, muss man mal gucken. Ich bin gespannt. Aber wundert euch nicht, ich bin jetzt so bei der Sache, ich bin müde und jetzt bin ich mal nur für den Tag nach Hause gegangen, um zu streamen. Deine Meinung? Ich denke, dass der Pay-Per-View gut wird. Ich denke, wir werden gute Matches sehen. Wir werden hoffentlich sehen, wie Bayley ihr Titel verliert und endlich diese Fehde zwischen Sasha Banks und Bayley entstehen kann, so wie es auch sein soll. Also noch gute 45 Minuten. Servus Simi, was geht? Willkommen im Stream. Ja. Also Leute, auch nochmal für die Leute, wo es noch nicht wissen, supportet auch gerne Simi the Crow und Hoppe Wrestling Show. Also wir haben, wir sind ein Team so, also was heißt Team so? Also wir arbeiten zusammen, unser Team heißt auch WFD-Team, also Wrestling Fans Domination. Wir haben eine Facebook-Seite, wir sind auf Insta aktiv. Also supportet uns, alle WWE News, All Elite Wrestling News, New Japan, WXW, also eigentlich alles rund um das Wrestling-Business könnt ihr alles natürlich auch bei uns erfahren.
Also ihr könnt auch mal gerne da vorbeischauen. Also Wrestling Fans Domination in Facebook eingeben und dann könnt ihr gerne vorbeischauen. Sicher bestimmt Stream. Ich weiß nicht. Deserves a lot of respect, and everyone on this panel really much enjoys. I'm talking about Mr. Mark Henry earlier today. Mark Henry appeared on the phone to talk about his SummerSlam predictions and traditions, courtesies of Welch's Fruit Juice. Ich lasse mich hier nicht als Bastard bezeichnen. Oder wenn du schon so reinkommst, Alter, kannst direkt verharzen. What? Ich weiß nicht. Dennis, ich weiß es nicht. Der hat Bastard geschrieben. Boah. Das RKO oder Stunner. Guck mal, machen wir mal so eine kleine Fragerunde. Denk schon, okay. Wenn du es denkst, ist so gut. Stunner natürlich. Ja. Da kommt er mit dem Stunner, der Simi. Da kommt er mit dem Stunner. Simi, wie gesagt, gell? Also du bist ja bei mir schon im Discord drin. Wenn du mit uns reden willst während dem Match, komm grad rein. Wenn es hier natürlich so mit den Umständen das AKO Beste, was es gibt. Das sehe ich auch so. Wir sind jetzt 10 Leute. Like everybody else, like the world was waiting to see what it was going to look like, was like, damn, we want to work around a pandemic and work around these empty arenas. That's a hell of a way to kick it off. Yeah. And we've seen so many other sports utilize similar technology. I mean, we're watching the NBA playoffs. We see people from their respective homes, wherever they might be watching, and now it's cool because the WWE... Mit Titel, ha, ist so. We didn't have the cardboard cutouts. Mit alles, ich hab Titel verstanden. So, kommen wir doch mal hier zur Matchcard. Fangen wir mal an mit dem Match. Ja, komm, fangen wir mal hier an. Hair vs. Hair Match. Mandy Rose gegen Sonja Deville. Hashtag Mandy oder Hashtag Sonja. Gibt's mal in die Kommentare, ich bin mal gespannt. Nicht einschlafen, Wetz. Nein, nein. Mandy, just checking on. How are you doing? SummerSlam is in 2 days, and I don't know what's going through Sonya's head. Mandy, I've never had someone like Hashtag Mandy, Sonja. you are the most selfish human being I've ever met in my entire life. Our desire was never about us. Trying to share camera time with the golden. Und danach haben wir das Universal Championship Match. Das Universal, das United States Championship Match. Apollo Crews gegen MVP. Was ist da eure Meinung? Schreibt's mal da in die Kommentare. Ich weiß nicht, Alter, ich habe keine Ahnung, was mit dir los ist, Digga. Du kommst hier einfach rein, bezeichnest mich als Bastard, Alter. Ich weiß nicht, wie du auf sowas kommst, Alter. Also so ein komischer. Ja, mach ich die ganze Zeit schon. Kommt immer wieder mit neuer Account rein. Seki, hast du nicht dein Handy bei dir? Das andere. Geh mal als Ding rein und wenn immer einer sowas schreibt, schmeißt er vom Server. Schmeißt er vom Ding. Ich gebe dir die Erlaubnis. Login habe ich.
I say we put this all behind us and get back to where we were. Choose see the good in you. Mindy, I heard what you had to say. What I don't understand is, what is it that you want? Because you're gonna end up facing me one way or another. Why don't we up the ante a little bit? Why don't we raise the stakes for SummerSlam? MVP, aber mir egal. And you in that ring, when it's gonna be in a no disqualification match. Ich mach mal gleich mein Level ab und dann bin ich gleich wieder für dich drin. WWE. I'm sick of looking at your face. So you need to wipe those tears and bring your A game, bitch. Okay, Renee, I want to direct this first question at you because as a woman, maybe you have a little bit of insight. We saw Mandy Rose, she tried to extend the olive branch, her once best friend Sonya Deville. It only infuriated Sonya to a whole nother level. Why do you think this happened? Well, I just, whatever mode Sonya has kicked into at this point, I mean, this is the next level. This is a woman that's going to be gunning for future championships. I think she's going to take that spotlight, kick Mandy Rose out of there. The other thing I can say is I'm devastated that this is no longer a hair versus hair match because I was so pumped for that. I want to see Sonya shake head. I was ready. Either one of them, I would have been happy if either one of those ladies kind of pulled it off. I don't understand how professionals like you guys get into these loser leave town matches. Like, to me, the idea is terrifying that at the end of the day, you lose the match, you don't have a job anymore. Yeah, it's very scary. I think What's scarier, losing your job or your hair, Renee? We'll find out, I guess, right? I think we're making trigonometry out of simple math here. I think it's very simple. Sonya Deville saw herself as second fiddle to Mandy Rose. Mandy Rose sees a friend in Sonya Deville. Sonya Deville sees an opportunity in Mandy Rose, and I think that's all this is about. I think Mandy Rose is now backtracking for keeping Sonya in her shadow for so long. Now she's like, oh, wait, no, you're going to beat my ass tonight. I'm going to just lay out on this one, guys. You're not into this? You don't want to have a hair. You were supposed to have a hair versus hair match. Oh my God, it'd be like 4 hair versus hair matches, just your hair alone. Did Edge tell You could have a hair versus hair match yourself. I'd love to get a prediction from all of you real quick about this match. Who do you think is going to win? Sonya, 100%. It's going to be Sonya. I think So Mandy's out of here. Yeah. Let me tell you Later, something. Mandy Rose was the toughest, individual owned tough enough in 2015. I'm going to give the nod to Mandy Rose. Okay. I'm going to go Sonya Deville, but I also hate the fact that we're losing one great superstar. Yeah, absolutely. Two. I'm going to go with Mandy. I'm going with Mandy Rose. Okay. All right. We have three for was it? We're both 2 and 2. Okay. Yeah. All right. Well, the Mysterio family is in the building. They are in the WWE Thunderdome, putting up a united front as Ray, Angie, and the exciting new upstart Dominic enter, as we will preview his quest to get vengeance against the maniacal Monday Night Messiah coming up in just a bit right here on the Kickoff Show. There's only one treat you need to get ready for SummerSlam this year. You want some? That's right, Cena. Rich, creamy, and delicious. Believe that. The man does believe that. Too hot to handle and too cold to hold. Yeah. This summer, find us chilling in the frozen aisle. Can't see me. Yes, they can see me. I literally just said where they can find us. Take it from the man. The WWE Superstars cookie sandwiches can't be beat. And the clock continues to wind down as we inch closer and closer to SummerSlam. And one woman who has her work cut out for her this evening is Asuka. First, she will take on Bayley for the SmackDown Women's Championship, and then it's on to Sasha Banks to challenge for the Raw Women's title. We are the show. Be the role models that we are. And do what needs to be done. Damn, we're good. This is our party. You're lucky you're even invited. Achso. Okay, Jungs, so, bin wieder da. An die Leute, wo auch gerade im Stream gekommen sind. Mandy win. That means so
Ja, ich denke auch, dass Mandy gewinnt. Leider keine One. Xbox One oder PS4? Was hat er geschrieben, Siki? Axwell, Kenny. Aber du kannst es lesen, wenn es gelöscht wird. Oh Mann, bin so gespannt, Alter. So at SummerSlam, Sasha will be defending the Raw Women's Championship. Asuka can take out Bayley. Asuka will earn a Raw Women's title match at SummerSlam against Sasha Banks. Mocking Kyrie. Ich sag dir eins. Siki. Heute, gell? Bayley verliert ihr Titel. Ich will das haben, ja. Doch. Nein. Ich mag Bayley nicht mehr. Jetzt verkackt deswegen. Ja, ist doch so, Alter. Kenny, was geht? Wir kommen im Stream. Now, first up, it's going to be Bayley for the SmackDown Women's Championship, followed by Sasha Banks for the Raw Women's Championship. That was decided on Friday. Der Night wurde dich kurz blockiert, wundert dich nicht. So, my question is, what do you think Asuka's going to do as far as her strategy? But actually, you know what? Let me start with the fact that Bayley, those straps, 2 belts, Banks. Are they ready for Asuka? Shayna Baszler. Does anybody really give a crap? The only thing I care about is what happens with the Raw Women's Championship. And actually, I said it this past week, I'm going to say it again, it doesn't matter how that match goes tonight, because I got next. Okay, now I understand your point of view, but Nia Jax actually has Komm, been very Discord, adamant at the Nico. point that she Schick is dir den Link next in rein. line. So what would you say to that? Nia Jax doesn't care about the titles. She's clearly obsessed with me. Oh. And she's Yeah. shown that she knows how to find me, and all that says to me is that she's having trouble going to sleep. So, if when her suspension is lifted, she would like a little help with that, I'll be more than willing to oblige. Good to see you. Bye, Shanna. Man, nobody likes you, Charlie. Nobody. Man, what is that? Ich hab gesagt, What is going on? I just happen to be in the wrong place at the wrong time. ich hab gesagt, du kannst über Discord kommen und dann kannst du mit uns, also ich hab den Link jetzt reingeschickt, kommst du Discord und dann kannst du mit uns reden und diskutieren. What happens now? Just bum rush to see. Oh, you haven't. I never have. So that was the first time a superstar's ever walked up during the kickoff. Yeah, I feel personally attacked right now. No, I'm just saying. I'm just It's an excellent what the hell point, is Booker. going on here? It's an excellent point, King Booker. Englisch ist nicht so gut. Okay, I think Charlie's nice, but thank you. apparently no one else Look, does. you know what? As scary as Shayna is, I am actually going to say that I am happier that she showed up than another group that we have seen really wreak havoc all over WWE. I think you all know who I'm talking about. They were all Ich over the denke Performance so. Center. Then they made their way here to the WWE Thunderdome for Friday Night Das SmackDown. versteht ihr I am nicht besser. talking about Retribution.
rumors to the cause of the power outages. I saw you guys when you started. Started it here in the... Keep in mind, they are just rumors at this point, but there are show personnel who are telling me that these are no accident and it was actually deliberate. I do want to take you to some security camera footage that was taken from outside the WWE Performance Center. It's our TV truck. Can I have a production truck? Oh, ich hoffe, das geht jetzt. Ich habe es jetzt umgestellt. Ich hoffe, dass ihr mich auch hört. Danke für die 2 Dislikes. Und natürlich werden auch diese Dislikes als normale Like gezählt, deswegen könnt ihr ruhig Dislike. Das stört mich nicht. Ich weiß nicht, Milli, bist du's? YouTube. I wish they would tonight. I wish Retribution would, because I got JBL, Booker here. We're good, guys. You think we're safe? Oh, yeah? 3 of us are good. We got 2 Hall of Famers here. Oh, ich freue mich schon, dass es wieder Pyro gibt, weil der ist so geil. You don't like Retribution one bit. I want nothing to do with Retribution, okay? Wait a minute. You were once part of an invasion yourself. WCW invaded WWE. I was a part of the invasion, not the guys that was getting their head cut out. Also, the group just seems like they're growing and they're multiplying. They're showing up whenever. Like, who are these hoodlums? Really? That's my question. Who are they? Does anyone have any idea who they are? I think they all go to Target at the same time to get the sweatsuit. You can't. That's not how a group works. You got to send in one person. They've got to gather. They probably Amazon Prime them. Honestly, they're not going in public. I don't know who they are. I know they're going to leave a legacy. Look at invasions that have happened here. ECW invaded, gave us the Dudley Boys. They're in the Hall of Fame. DX invades WCW. They're all in the Hall of Fame. WCW, Booker T in the Hall of Fame. That's what we got here. Retribution Hall of Fame. I'm saying invasions in history have left an incredible legacy. It is 2020. Anything is possible, Renee. Anything is possible. Sure. And anything is possible because tonight Dominic Mysterio will have his first ever match. Taking on the Monday Night Messiah, Seth Rollins. Thank you for joining me at this contract signing as we make one of the most personal matches official for the biggest party of the summer. You are so ungrateful. Und wie war euer Tag generell so? War okay, war nicht okay? Was my dream, but now my dream is to kick your ass. So how about you can bring that with you? That or any tool in the toolbox. I want you to have every opportunity at your disposal. You and your family, no excuse. Yo, servus, Register, danke, Digga. Was denke ich, war den ganzen Tag am Strand. Ja, ich hatte schon was zu tun heute, Simi. Wer denkst du, wer gewinnt, Dominik oder Seth? Ich denke Seth Rollins.
Aber wäre schon gut, wenn Dominik gepusht werden würde. Ich bin mal gespannt auf das Match. Was haben wir noch? Wie gesagt, danke für den Support, Simi, auf jeden Fall. Ja, Simi, bei uns ist ja Wasserabbruch, wie ich bin jetzt alleine hier. Bedeutet, alle sind im Garten. Ich werde dann im Wohnzimmer pennen. Weil alles ist ja nass. Ja. Unten die Etage auch. Teuer, teuer. Da muss man viel Geld blättern jetzt. Ja, kann ich aber nichts machen. I think. Ich glaube, Seth gewinnt. How Randy win? Ja, Wendy. Mario, was geht? Bei uns ist 0:38 Uhr. Do you watch the full summer Betze? Yes. Oh, was geht, Jose? Aposto, Bruder. Wow. Was geht's los? This is absolutely gruesome, but I've got to throw this over to Booker, JBL, you guys as in-ring competitors, Hall of Famers. What does it feel like to be hit with a kendo stick? I mean, look at this. Yeah, for me, guys, this will be it. This will be that moment. That moment we talked about earlier. The shucky. Joe, du kannst auch ruhig in Discord kommen. Oh, hier die Bilder nochmal von Dominic Mysterio. Getting hit with that kendo stick is serious. It's serious business. But to get bruised, battered, and torn, that's something totally different. But it tells me a whole lot about Dominic showing up for a fight. This kid might be ready. Ja, die hat ja gefragt, dass ich das in voller Länge gucke. Dann habe ich geschrieben, ja. Habe ich ja gesagt, ja, mir geht's gut, Vater, wie geht es dir? Mir geht's soweit gut. Ich sehe dich gar nicht mehr, Alter. Du bist gerade mein Nachbar, wenn ich mal... Von welchem Land bist du? Ich bin Deutscher. Warum? Sehe ich nicht wie Deutsch aus. Ja, tschüss, mache ich in ein paar Minuten, okay? Weil ich muss gerade Nachrichten über Ding lesen, Handy. Weil die Nachrichten so langsam laden. Saxon over there. But yes, my thoughts are absolutely right. I mean, this is a moment for Dominic Cruz to truly prove himself, and the unpredictability of a street fight makes the result very, very unpredictable and very, very unlikely. It's Dominic Mysterio's first ever WWE match in a street fight against Seth Rollins later tonight. Ich hab dir geschrieben. It's time for our first action of the night here on the Kickoff Show. Ist doch nicht WWE ernst. Die bringen doch jetzt kein United States Championship in der Kickoff-Show. Da hätte man doch das Raw Tag Team Title Match reinballern können. Ja, dann gehen wir halt in dieses Match, ins erste Match Apollo Crews gegen MVP. Und der Titel, na, ist nicht so toll. Hast du gelöscht oder was? Das ist eine neue Nummer oder neues Handy. Und die Choreo, jawohl, und so sieht's aus. Pyro. Okay,
Sie mir sagt, MVP gewinnt. Hey, what's up, Keith? Look, man, I just wanted to let you know that tonight you're not going to be all alone. Even though your boys are banned from Wait. this is the WWE Thunderdome. So maybe Neues Handy, okay. you see one of their faces on the screen. Ich bin gleich wieder da. And I'll be sure to give them a wave after my hand is raised, and I am still the United States champion. And Joe, this is a great experience for us and Apollo Crews, our first time inside WWE Thunderdome. I mean, the Thunderdome is absolutely a unique environment, one that I've never been in before. Ja, neues Handy, okay. It'll be interesting to see how it affects the athletes tonight. Und jetzt kommt der MVP. Und natürlich kommt MVP mit Schaum, Benjamin und ja, Bobby Lashley. Das übertreibt es nicht mit den Party-Einladungen. Ja, so ungefähr denke ich, dass der Pay-Per-View bis so um 3:30 Uhr, 4 Uhr so circa geht. Mal gespannt, ich weiß nicht, wie lange der Kampf geht. So, ich denke so 20 Minuten, eine halbe Stunde, kommt halt jemand drauf an. I think right now, Samoa Joe, that MVP is under a serious pressure cooker right now because he understands he doesn't have the security blanket at ringside. He's got to do this all on his own, and if MVP can't get it done tonight, it's back to the end of the line. Okay, 15 Minuten, die haben vielleicht jetzt 10 Minuten Matchzeit, wenn überhaupt. Für das Match jetzt. Erstmal Magnesium nehmen, oder? Und jetzt geht's los. Erstes Match. Und dann schauen wir doch mal hier rein. Aber sind diese Bilder nicht doppelt? Ja, erstmal diese Antastphase von beiden, ja. Apollo Crews wollte ihn in den Set nehmen, aber der kann sich gut rausholen. Erstes Cover von Apollo Crews gegen MVP. Sunset Flip Cover, geht nur bis 1, MVP kommt da raus und dann will er gerade hier den Schlag abgeben, aber ja, dann geht lieber ein MVP doch raus und rollt sich hier aus dem Ring. Was er natürlich dann auch clever macht. Und MVP hat irgendwas im Kopf. Mal gucken, was er jetzt vorhat. Ja, erstmal soll er den Weg in den Ring finden. Jetzt zögert er ein bisschen. Ich weiß nicht, was Wrestling ist. Ich weiß nicht, was Wrestling ist. And this is what MVP does best. He is a ring general. He's a tactician. Swap with the athleticism by Apollo. Ich hasse sowas ohne Spaß. Whip-In, ja, und dann geht der gut hier weg. Das macht er gut hier. Schöner Dropkick hinterher. Und gut in den Replays gesehen. Wieso kommt der SummerSlam nicht im Fernsehen? Weil es ein Pay-Per-View ist und der Pay-Per-View wird dann halt immer noch im Network ausgestrahlt. Deswegen. Und wenn du jetzt die ganze Woche, also ab Mittwoch
Ja, genau, aber der wird nur auf dem WW, also auf dem Network ausgestrahlt. Der Trainer, der wird nur auf dem Ding ausgestrahlt auf dem Network. Ja, jetzt kann ich gar nicht mehr reden, auf dem Network. Ja, die ganze Woche ist ja auf Pro7 Max gelaufen, also seit Mittwoch, glaube ich, die vergangenen SummerSlams. Oh, the Hurt Business is rolling from the Thunderdome. And now rolls back inside the ring. Resets the count with both superstars back inside. Now MVP can Das wird noch im Fernsehen. Meinst du jetzt das oder meinst du die vergangenen SummerSlams? Also der SummerSlam kommt heute nicht im Fernsehen, da musst du WW Network machen. Oder suchst du halt illegale Seiten oder so. Ja, und Pro7 Max, da kommen nur die alten. Also, da war ja die ganze Woche, also von Mittwoch um 0 Uhr, glaube ich. Bis gestern, glaube ich. Ja, genau. Wie gesagt, muss halt gerne WW Network machen oder so. Oh, schöner Superplex hier vorne MVP. Ja, ich sau stark. Vom obersten Seil. Haben die gesagt? Und auf dem Network läuft noch nichts. Also ich weiß, dass auf dem Network kommt. Ja, kein Problem, alles gut. Oh, Big gut gekontert, schöner Closer hier vorne. Apollo Crews über die Seile. Apollo nimmt Anlauf. Und dann gibt es hier einen schönen Drive nach draußen. Das macht er natürlich gut hier. Der Apollo Crews. Alles gut. Oh, wie schön er hier aus dem Ring fliegt. Ich glaube, der Ref ist schon bei 6. Jetzt müssen beide in den Ring. 7, 8, 9. Und beide gehen bei, ich sag mal, 9,5 in den Ring. Und was passiert jetzt? Ja, beide bauen sich erstmal gegenseitig hier mit Energie auf. Jetzt sieht es halt aus nach einem Schlagabtausch. Und MVP wird hier anfangen. Apollo Crews, schöner Jab hier. Aber natürlich trägt auch MVP gute Jabs, schöner Elbow. Und der nächste Elbow kommt zurück. Der zweite. Ja, und Apollo Crews mit der Schlagserie und macht es hier ganz gut. Tritte gegen MVP in der Ringecke. In die Ringecke. Und schöner eingesprungener Closer. Und jetzt gibt's hier den nächsten. Das macht Apollo gut. Schöner Spinebuster hier hinterher. Von Apollo Crews. Standing Moonsault. Und da kommt der MVP raus. Ja. Apollo Crews hat hier natürlich das Match jetzt im Griff. 9 Minuten noch bis zum WWE Pay-Per-View. SummerSlam. Und es macht MVP gut. Schlag geht durch. Playmaker gekontert. Powerbomb von Crews. K1, 2. Und Apollo Crews verteidigt seinen US-Title. Ja, jetzt ist vorbei. Apollo Crews bleibt amtierender Universal Champion. Oh. Ja, da flüchtet er erstmal ins Leere, was er definitiv gut macht.
Ich mache jetzt mein Trinken noch und dann bin ich wieder am Start. World of Tanks wird ihm präsentiert auch. Also präsentiert SummerSlam. Also wenn ihr euch gönnen wollt, gönnt euch. Alright, good for Apollo Crews getting out of there in a hurry. And the SummerSlam kickoff is brought to you by Welch with 100% grape juice. And now we turn our focus to another championship match happening here tonight at SummerSlam. It's Drew McIntyre. He's looking to defend his first WWE championship against Randy Orton. And it's not just for himself, but for the many legends that Orton has completely disrespected in his quest to become the best. So can McIntyre serve up this deserved justice, or will he become just another name for the legend killer to add to his list with an RKO out of nowhere? 20 years I've been here in WWE. They say you're lucky if you make it out of this industry with a handful of friends. I had Edge. I had Christian. I had the Big Show. And I have Ric Flair. I was the youngest WWE World Heavyweight Champion, and I went to win that title 12 more times. My accolades, my consistency, and my title reign, the greatest wrestler ever. I have done what I want to do, when I want to do it, to whoever the hell I want to do it to my entire career, and that people will not ever change. But something's missing. Drew, I'm talking to you now, buddy. Listen, you got a problem. You have what I want. Randy Orton has spent 20 years preying on vulnerability. I do find it interesting though, when you brag about some of your accolades, you know, the ones that were fed to you on a silver spoon. You didn't lie awake in Scotland as a kid, thinking about how you were going to make it to the WWE. Giving everything you could, sacrificing everything. Did you, Randy? It was handed to you. I never had anybody cleaning up after me like Evolution did for you. I've spoken to the people that cleaned up the crap, the legit crap that you left behind, and mate, you should have been fired way more times than I was fired. You're right. I should have been fired multiple times, but I wasn't fired. You want to know why? Because I am more valuable to this company than you ever were or ever will be. Randy Orton. Einfach. Mehr ist nur eine Legende, der Junge. Ja, Zimmer ist ja nicht aufgeräumt. Es steht alles fast drin hier. 2 Zimmern aufgeteilt, der ganze Scheiß. Nee, ich bin nicht schlafen. Leider geht der Sender bei mir nicht. Ist das der NTV Austria? Ja, bin ich auch sehen, dass das Match für für die Kickoff okay war. Adriana, ich weiß gar nicht. Adriana, sorry. Ich weiß nicht, du kommst ja bestimmt aus Österreich, ne? Wenn du das schreibst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Randy loves total. Nee, Mann. Heute wird er triumphieren mit dem WWE-Titel. Glaub mir, Simi. Können wir es auch sehen? Können wir es? Nee, leider nicht.
Nee, das geht nicht. Aus rechtlichen Gründen darf ich nicht. Ja, natürlich kannst du sehen auf dem Network oder so. Well, I think in those final words, Drew McIntyre really sums up how he feels. He is not a defensive old man. In this match tonight, taking on Randy Orton, he is really also taking Doch on am Ende sehen wir, wer im Titel triumphiert. in the past. Do you think he can get the job done tonight? No, I don't. Not at all. In fact, I don't give a damn if Randy Orton's a good guy or bad guy. Michael Jordan, I didn't watch him because he was a nice, heartwarming guy who hugged puppies and was good to people in the back. It's because he was the best damn basketball player on the planet. Randy Orton wants to go down as the greatest of all time. No one else in this company can say that. And I think Randy Orton gets it done. Amen. Booker? You know, I think Randy's dealing with something inside. I mean, when you get in that same conversation as guys like John Cena, guys like The Rock, being the greatest of all time, you can start believing in your own press clippings. Other people, they pay no mind. They mean nothing. You look in the mirror and start winking at yourself. Man, it could be a problem. Hashtag Randy oder Hashtag Drew McIntyre in den Chat. Kommt, ich muss mal gerne wissen, für wen ihr seid. Stepping inside with Drew McIntyre, he might have to check himself. I think this is the best. I hate to just be cliche, but I do think this is the best Randy Orton we've seen in years and years and years. I think he wins the title tonight. I think he takes another step in etching his name in the history books as truly, people say it a lot, he's truly one of the greatest of all time. Yeah, without doubt, we've been saying that for years, and every year he's better and better and better. I think Randy Orton's unstoppable right now. I don't want to see this reign for Drew McIntyre come to an end tonight, but Randy Orton just continues to be at another level. He is called the Legend Killer for a reason. And, before we go off the air, Renee, I just want to give a little tribute to you. I know that we all have so much respect for you. I can really, speak for everyone at this desk, and I think everyone behind us, behind the curtains, when I say that we appreciate you and everything you have done here in WWE. Well, I want to give a big thank you to WWE and the WWE Universe. You guys have all truly changed my life, so thank you very much. Well, Renee, thanks for spending your last few minutes in WWE with us, and now we want to take a look at this woman right here, the Empress of Tomorrow. Ja. She is ready for your first of her 2 women's championship matches. Mal gucken, was heute so geht. You gotta head on over to the WWE Network to catch all the action. So subscribe right now and enjoy SummerSlam. I'll get it. Okay, Simi. Machen wir so. Das ist ein Deal. Ich bin voll verstochen, Alter. Erstmal durchsterben, ne? Ich hoffe, dass Randy verliert. Nein, der wird gewinnen. Ja, Simi, das können wir so machen. Aber dann abends. Dann. Ja. Hoffe. Das sehen wir dann. Hoffentlich gewinnt er. Kann mir einer wie Network-Account geben? Also ich kann's nicht. Ja, machen wir so. SummerSlam, I
become champion again. I'm gonna rip off your head, you son of a bitch. Get this smoke. The biggest part of the summer, we causing a ruckus and we bringing the red cups. Let's go. Let's get crazy. We have our goal, all of it. And now the both of us have to wrestle Asuka at SummerSlam. Asuka could leave SummerSlam with both titles. Feel this heat. Asuka so gewinnt. Ja, Asuka gewinnt gegen Bailey, aber nicht gegen Banks. Meine Meinung so. Ich hoffe. Gegen wen kämpft Asuka? Bailey und einmal Bailey und dann beim nächsten Match gegen Sasha Banks. Auf welches Match seid ihr am meisten gehypt? Genau, Martin, so sieht's aus. Leute, Hunter, was geht? Willkommen im Stream, Bruder. Glaube ich, gewinnt das Game. Ja, das stimmt. No. Cricket. And World of Tanks present SummerSlam. Oh mein Gott. Wie geil einfach. Wieder Pyro dabei. Willkommen, liebes WWE-Universum, zum 33. SummerSlam. Die größte Party des Sommers aus dem Thunderdome in Orlando, Florida. Und wie wir sehen, Oh, schon das geile Shirt. Also, für die Wrestling-Fans hier unter uns, wo wir alles. Fängt jetzt erst an, Bluthunter. Geht bei uns. Geht auf die Facebook-Seite Wrestling Fans Domination und da seht ihr. Also, und jetzt haben wir erstmal hier die Musik von Asuka. Asuka eröffnet das Match. X-Mann, das ist scheiße. Und da kommen wir hier zum SmackDown Raw Women's Championship Match. Mal gucken, wer es ist. Asuka, ja. Gegen wen wird sie kämpfen? Das ist die Frage. Ist Sasha Banks oder Bailey? Alles klar, Hopper. Dann bis später. You will never see it coming. But tonight, you will see me become champion! Korea, Korea, Korea! Because no one is ready for Asuka! Asuka, ja, übrigens, sie ist natürlich hungrig, sie will ihr World-Titel zurück. Und jetzt kommt Bailey.
Und Sasha Banks ist natürlich hinter The Boss. Sasha Banks kann schön lächeln und sich auf ihr Match noch mal ein bisschen genauer konzentrieren. Für die SmackDown Women's Championess Bayley. Zu verteidigen. Das Vorbild ist mal nicht ganz so arrogant aufgelegt, denn ich weiß ganz genau, wie er Asuka ist. Im Moment haben sie doch das ganze Gold. Ja, Karen. Hör auf, so rumzubrüllen. Konzentrier dich lieber auf dein Match. In diesem Beat the Clock Challenge. SmackDown ist nicht ganz so rund. Für Bayley. Sasha Banks konnte Naomi besiegen und dann im zweiten Match eine angeschlagene Naomi überraschte Bayley. Damit muss sie jetzt als erstes den Titel verteidigen und die Chancen auf den Titelverlust sind deutlich höher. Und los geht's. Women's Championship. Introducing the challenger from Osaka, Japan, Asuka, ja, Asuka gegen Bayley. Ich gucke auf Movie Network. Nils. She is one half of the WWE Women's Tag Team Champions. And she is the SmackDown Women's Champion, Bayley! Wenigstens ein Fan hat. Doch selbst da muss ich mir so langsam Gedanken machen. Diese Freundschaft. Ich glaube, keiner kauft sie doch richtig. Wir haben es doch gesehen beim SummerSlam, bei SmackDown, Verzeihung. Bayley wollte sich da schon wieder irgendwie reinratten, dass Sasha Banks doch als erstes antritt Und jetzt geht's los. diese beiden Damen Bayley sind sehr hinterhältig. gegen Asuka. Und wer? Und Asuka direkt hier hungrig ins Match. Und das macht sie gut. Hin und her. Asuka macht's gut. Schläge kommen auf die Schulter. Jetzt geht's in die Seile. Schön gemacht. Und schöner Dropkick hier von Asuka. Schaust du live? Ja, ich schau auf dem Network. Ich gönn dir die 300 Abos. Danke, Digga. WWE Network schaue ich. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Kommt hier mit dem Spielplan wahrscheinlich rein, so schnell wie möglich Bayley beseitigen und Energie für Sasha Banks sparen. Jetzt vielleicht mit dem Octopus Hold. Ja, und ja, ich finde sie den Weg in die Seile bringen. Und Sasha Banks zeigt es auch direkt hier. Lautschlag dazwischen. Bin in die Seile. Und dann gibt's hier Rutsch-Dropkick oder so, kann man schon so sagen. Komm, ich hab auf dem Network, genau. Nochmal whippen. Und das macht sie gut. Und Bayley fliegt hier raus. Was sie definitiv gut macht. Asuka. Banks bewusst, wie gefährlich Asuka am heutigen Abend ist. Ja, auch ihr Titel steht in Gefahr. Oh, schöner eingeflogener. Donnert den Arm, die Schulter von Bayley. Teeny